Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Wann kommt der nächste Ausbruchsversuch bei Gold? Disclaimer: Bei Gold hat es gestern einen falschen Ausbruch gegeben, was normalerweise bei einem ersten Versuch meistens der Fall ist. Gold wird wahrscheinlich einen weiteren Ausbruchsversuch in den kommenden Tagen starten. Wenn der kommende Ausbruch gelingt, kann Gold schnell auf das neue Allzeithoch bei 2100 $ steigen. So sieht es der Chartist. Muss man abwarten. Aber auch jetzt dieses Keil, das wir jetzt hier sehen, weist darauf hin, dass im Grunde genommen der Goldpreis hier so aus diesem Range vermutlich rausbricht und dass wir doch relativ bald neues Allzeithoch sehen dürften. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent, der Operationsgebiete in Kanada und Mexiko hat. Ähm, Hier unten auf der Karte sehen Sie es, wo sie liegen. Also haben eine Marktkapitalisierung von 8,58 Millionen, eine relativ niedrige Stückenanzahl, 42 Millionen Stücke. Also das Unternehmen ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das 100% an zwei fortgeschrittenen Goldexplorationsunternehmen in Kanada, Saskatchewan und Mexiko beteiligt ist. Die beiden ähm, haben viel Explorations-Erschließungspotenzial. Das Unternehmen treibt auch die Uranexplorationsstreik im Murmansk voran, die sich in der Nähe des Goldfield-Projekts befinden und über das Alta-Basta-Becken typisch hochgradiges Potenzial verfügen. Also Uran haben die auch noch sozusagen zu explorieren. Deswegen man muss man sich ansehen, wie dieses Unternehmen auch abgestürzt ist seit dem letzten Goldaktienboom. Hoffentlich hat es jetzt den Boden gefunden. Es sieht so aus. Und man hat im Grunde genommen genau dieselbe Einstiegschance wie 2020 während der Corona-Krise. Und da ist das Unternehmen ja mehr oder weniger hier von fast 10 Cent auf 1,4 Cent in wenigen Monaten gestiegen. Und sowas erhoffen wir uns natürlich auch, wenn der Edelmetallmarkt wieder anspringen sollte. Insgesamt haben also beide Projekte in Mexiko und Kanada zusammen, haben sie 2,74 Millionen Unzen. Wie gesagt, eine geringe Marktkapitalisierung, eine geringe Share Structure, gute Gebiete, zumindest mit Cannabis ist eine sehr gute Jurisdiction dabei, genügend Explorationspotenzial. Sicherlich ist es ein Unternehmen, das man mal beobachten sollte. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber ich denke, es ist schon aktuell wieder eine ziemlich extreme Situation, für was für Preise diese Unternehmen zu haben sind. Ja, hier nochmal eine grundsätzliche Aussage zu Gold. Gold könnte analog der 1970er Jahre eben von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Warum sagen wir das? Weil die Chartsituation hier ähnlich mit den 1970er Jahren ist. Da ist es im Grunde genommen, bevor eben dieser schnelle Anstieg kam, hier von 200 $ auf 850. Das ist im Wesentlichen im Jahr 1979 hat das stattgefunden, etwas mehr. Und dort hat sich der Preis im Prinzip innerhalb von einem guten Jahr vervierfacht. Unglaublich Performance. Aber trotzdem wurden die Anleger versucht rauszuschmeißen. Das war sicherlich eine ziemlich heftige Bewegung und viele hat es demotiviert, in diesem Sektor zu bleiben und sind eben nicht drin geblieben. Meiner Meinung nach ist es eine identische Situation zu heute. Wir haben nach wie vor unheimlich schlechte Stimmung. Man will natürlich so wenig Leute wie möglich dabei haben, wenn es zum vergleichbaren Anstieg kommen sollte. Zwar glauben wir nicht, dass es jetzt auf 8500 geht, aber wie die Schattisten, gute Schattisten sagen oder Michael Oliver, irgendwo zwischen zwei, kann es in den Bereich 2300 bis 2600 $ schon gehen. Und dann wird es vermutlich nochmal ein bisschen am weiteren Anstieg gehindert oder geht seitwärts. Muss man sehen. Silber irgendwo zwischen 40 und 50 $. Das ist absolut in den Karten. Und das bedeutet eben für unsere Penny-Gold-Aktien, die extrem überbewertet sind, dass die alle in den Dollarbereich und hoffentlich noch viel mehr steigen. Ja,
ist meiner Meinung nach eine einmalige Situation. Und hier sehen Sie sich nochmal die Zahlen die Goldaktien-Performance der 1970er Jahre an, eben genau nach diesem Zeitpunkt. Hier ging es von 5 Cent auf 19 Dollar hoch und von 10 Cent auf 36. Das heißt, in dem Fall, äh, ja, das Unternehmen, also hätte man 1000 Dollar investiert, zum Beispiel wären daraus 360.000 Dollar innerhalb mehr oder weniger von einem guten Jahr geworden. Also es war natürlich eine absolut unglaubliche Situation. Das war ganz klar eine Jahrhundertchance und wir denken ja, dass in irgendeiner Form diese Jahrhundertchance jetzt auch ansteht. Ja, man muss natürlich, darf sich natürlich, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, gerade zur heutigen Saison, man darf sich da nicht rausschmeißen lassen. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Im Wesentlichen der moderate Anstieg von Gold und Silber. Also Gold irgendwo, wie ich gerade gesagt habe, 2300, 2600 in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Silber 40, 50, auch 6 bis 8 Monaten. Das dürfte noch keinen interessieren oder Panikreaktion oder ähnliches hervorbringen. Aber was aber super ist, weil das gibt uns eigentlich noch Ruhe, dass gerade in dieser Zwischenzeit sozusagen die Goldaktien jetzt eben von Penny Stocks noch in Ruhe auf Dollaraktien oder mehr gehen können, was ja die eigentliche, meines Erachtens, die eigentliche große Chance ist. Es ist sicherlich nicht der Anstieg jetzt auf 2400, 2500 Gold, das ist eine schöne Performance, das sind vielleicht 25 bis 30%, aber das wird nicht vergleichbar sein mit Goldaktien. Denn hier ist ein Beispiel, Gold steigt etwas, das ging damals eben vom Corona-Tief bis dann eben Anfang 21 ja von 2 Cent auf 36 Cent. Und ja, und Gold steigt, wie gesagt, um 25 bis 30 Cent. Und das ist also, ja, wenn man so will, 100-mal besser, in Goldaktien zu investieren. Das muss man sich bewusst machen. Also das ist eigentlich, 2016 war das auch schon so. Gold ist ja ganz wenig gestiegen, aber definitiv, damals hatten wir auch Vergleiche übergestellt, sind viele Aktien nicht um das Hundertfache gestiegen, sondern 100-fach besser als Gold selbst. Weil Gold selbst ist ja nur 25 bis 30% gestiegen. Und wenn dann was das 20 bis 30-fache steigt, dann ist das 100-mal besser als Gold. Das muss man sich bewusst machen. Ja, insgesamt haben wir nur noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Merkwürdigerweise hier auf der rechten Seite ist das sogenannte Goldaktien mit Goldwertenrelation gesetzt und 1996 sind wir sozusagen im Bärenmarkt und alle Goldrallyes, von denen wir auch so sprechen und teilweise schwärmen, wie die von 2009, 2010, 2011 oder auch 2000er Jahre, sind eigentlich nur Bärenmarkt-Rallyes, also eine kleine technische Gegenbewegungen Abwärtstrend. Was jetzt eben anders ist, wir haben definitiv den Boden gefunden, weil es also jetzt die nächste Bewegung kommt. Das ist dann keine Bärenmarkt-Rallye, also eine Gegenreaktion. Das ist ein primärer Anstieg und der dürfte aller Wahrscheinlichkeit, so wie die Statisten das auch sehen, wesentlich energiereicher sein als diese zuvor erlebten Rallyes eben von 2000 bis 2004 und 2009 bis 2011. Das, was jetzt kommt, dürfte also eine wesentlich höhere Magnitude haben. Und daher hoffen wir auch, dass diese Penny-Gold-Aktien auch tatsächlich in Dollarbereich und mehr gehen. Das ist die eigentliche große Chance aus meiner Sicht. Unterstützen wird das auch noch, dass merkwürdigerweise diese Penny-Gold-Aktien, obwohl natürlich die Produzenten teilweise kein Material mehr haben zum Abfördern, also sie müssen sich eigentlich bei Explorationsunternehmen beteiligen, sind die trotzdem noch viel, viel unterbewertet als Senior-Aktien. Aber Sie sehen eben auch, diese Bewertungsanstieg, da gab es 2002 oder 2001 auch. Und innerhalb von wenigen Monaten hat sich das sozusagen aufgelöst. Und das ist eben auch ein Punkt, der unheimlich gut gerade für Goldaktien ist in der bewertungstechnisch. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Im Prinzip easy. Man hätte eigentlich von Anfang an Gold- und Silberaktien kaufen müssen, vielleicht die Rückschläge auch wie heute aussitzen, nachkaufen, top diversifizieren, sich nicht auf eine Aktie verlassen, aber gleichzeitig beobachten und Top-Performer teilweise nachkaufen. Das Ganze also ziemlich verteilen auf alle Fälle, zum Beispiel in 50 $ Investments, die damals zugegebenermaßen wesentlich mehr wert waren, wenn man so will. Man kann es überschlagen, die 50er Dollar.
50er Dollar, das waren 10 Unzen Silber, könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo diese Goldaktien so niedrig sind. Und 10 Unzen Silber sind heute, lassen Sie mich mal überlegen, ja, sagen wir mal, 10 Unzen Silber mal 25 sind 250 bis 300 Dollar. Also, in diesen Portionen investiere ich persönlich auch, indem ich teilweise dann nachkaufe von interessanten Aktien, sind es dann 200, 300 Dollar, die man jetzt aktuell investiert. Also irgendwo ist es spiegelverkehrt, ist es irgendwie eine ähnliche Situation. Nichtsdestoweniger, man muss so lange eben investiert sein, bevor eben der Primäranstieg kommt. Und dann geht es eben sehr schnell und man hat kaum noch Gelegenheit reinzukommen. Hier so typische Chartverläufe von Goldaktien da sieht. Ja, wann kommt das, wenn eben Gold, wie auch Uwe Berggold in diesem einen Artikel geschrieben, massiv jetzt ausbricht und sich dauerhaft über 2000 Dollar etabliert und dann geht es wahrscheinlich dann mittelfristig auf 2600 so und dann ist man für den Goldmarkt wieder positiv, also wenn man eben 2600 Dollar erreicht hat, dann halten eben die Investoren auch 5000, 8000 Wert und das Schöne, dass im Allgemeinen die Goldaktien diese Bewertungserwartung im Vorfeld schon vorwegnehmen. Ja, aber dann ist auch schon die Höhe der Goldaktien erreicht irgendwo. Die haben dann, sage ich mal, so einen Punkt, wo es keinen Sinn macht, wo sie dann maximal nur synchron mit Gold und Silber steigen. Und ja, dann ist eigentlich das Goldaktien der Boom vorbei. Also es findet im Prinzip jetzt statt. Von jetzt sind sie noch ganz am Boden und sie werden quasi zum Leben erweckt, wenn es dann Gold- und Silberpreise gibt. Und dann können sie eben Sachen erleben, die von wenigen Pennies auf Dollar machen. Das ist meiner Meinung nach die ganz große Chance. Ja, also was wäre richtig gewesen? Also da, alte 50-Dollar-Scheine hätte man nehmen sollen, in die verschiedenen Goldaktien investieren, ständig nachkaufen und so weiter und so weiter. Natürlich vor dem Boom, ist klar. Dann wäre es reingestrickt, dann hätten wir das Event erlebt und dann hätten wir die Gelder einfach gut investieren müssen in Top-Fonds oder Top-Aktien. Das ist ja damals die richtige Entscheidung. Ich habe ein Beispiel genommen. 1980 hätte man dann, wenn der am Höhepunkt des Goldbooms, hätte man zum Beispiel Berkshire Hathaway kaufen können. Und die ist dann von 350 Dollar auf 80.000 Dollar gestiegen bis 1999. Aber so haben sich auch viele andere Top-Aktien verhalten. Aber es ist in dem Prinzip eben ein bisschen leichter, weil man muss dann eben nicht die Titel Suche selbst machen und so. Und das ist jetzt schon ein bisschen breiter aufgestellt. Aber trotzdem hat das dazu gereicht, aus 50 Dollar als Investor 1976 in Goldaktien und dann wechseln in Berkshire Hathaway bis 1999 hätte es 1 Million Dollar gebracht. Das muss ich mir vorstellen. Wie gesagt, ist der Blick in die Zukunft, jetzt ist der Blick in die Vergangenheit, einfach mal vielleicht eine Vorstellung für die Zukunft zu haben, in welche Richtung es hier gehen könnte. Ja, irgendwann werden Goldaktien teuer und natürlich interessieren sich die Politiker der Minenländer Länder sozusagen. Es kann extra Steuerverstaatlichung, sonst was geben, Eingriffe aller Art. Das muss man sich bewusst machen, weil es ja große Schätze sind und es ist besonders der Nationalschätze im Wesentlichen. Und daher müssen wir sehen, dass sich mal, wenn es in sich Gold- und Silberaktiengewinne einstellen sollten, dann müssen wir das auch im Prinzip verkaufen und mehr Sachwerte, zum Beispiel eben Gold und Silber, davon kaufen zu müssen, aus diesem Risiko rauszukommen. Ja, generell wandern wir mit dem Steigen des Nullpreis. Man könnte das ökonomischen Nullpunkt nennen. 1980 hatten wir sowas. Da konnte man den Gegenwert für eine Unze Gold 1 Dau kriegen. Jetzt muss man noch 13 bis 14 Unzen Gold hinlegen und durchschnittlich 1 Dau ist. Also wenn man einfach die Zahlen vergleicht. Ne? Das ist eigentlich total wichtig. Das ist hier ein 200 Jahre Chart Gold. Und ja, wichtig ist zu sehen, sozusagen das gute 19. Jahrhundert ohne riesige Kriege, Verwerfungen und Katastrophen, Massenwohlstand auf breiter Basis, es ging aufwärts und hier sehen Sie sich hier dieses wunderbare 20. Jahrhundert an mit brutalen ähm, äh, Ausschlägen nach unten und nach oben. Klar, für Insider, die das mehr oder weniger steuern oder voraussehen können, ist das natürlich eine absolute
Profitmaximierungsmöglichkeit. Aber für 99% der Leute ist es das nicht, so wie es auch jetzt nicht sein wird. Die meisten die können sich nicht vorstellen, dass das Geld sich drastisch entwertet, die Kaufkraft ihrer Renten, Lebensversicherung etc., auch eben Hauspreise. Es ist eben nicht Betongold, also jedenfalls nicht in dieser Phase. Und Mike Maloney hat das ja berechnet. 1980 konnte man ein ganzes Haus für 500 Unzen Silber bekommen. Und Sie sehen ja, wie die Schattisten das eben teilweise sehen. Ich meine, den Pfeil habe ich eingezeichnet, habe ich aber auch von anderen natürlich selbstverständlich in Anlehnung kopiert. Und das zeigt ja auf, dass man möglicherweise für eine Unze sogar nicht nur einen Dau kriegt, sondern mindestens 2 Dau oder mehr. Und genauso ist es mit den Häusern. Wenn das eben doppelt so billig ist, kriegen wir vielleicht irgendwo für einen Wert zwischen 200 und 300 Unzen ein ganzes Haus. Absolut verrückt. Aber die anderen Leute, die jetzt in ihren Häusern sitzen, die jetzt vielleicht noch ein paar hunderttausend wert sind, da schmilzt es natürlich dann auf diese Summen zusammen. Das muss man sich bewusst machen. Also man muss einfach jetzt denke ich mal, in Gold und Silber äh, beinhaltende Investment einfach investieren. Das ist jetzt solche Phase. Wir kriegen einen Maximalwert. Sicherlich werden sich alle darauf stützen. Wir kriegen eine enorme Übertreibung. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, zum Beispiel Standardaktien, Standardfonds oder Häuser, wie auch immer, zu kaufen. Ja, Fazit, die Multiplikation der Ereignisse. Man muss im Grunde genommen das hier einfach sehen, dass wir hier verschiedene Ereignisse haben, die in irgendeiner Form sich manifestieren werden und versuchen daran zu profitieren. Das eine ist jetzt eben diese enormen Staatsschulden, die gebildet worden sind, das sinkende Vertrauen, dass es die Kaufkraft halten kann. Und das wird früher oder später zu einem Run in Richtung Gold und Silber kommen, wie wir sagen. Denn mit einmal werden diese Penny-Gold-Aktien, die jetzt im Augenblick noch nicht bewertet sind, mit einmal werden sie bewertet. Das könnte man dann so interpretieren, dass es dann eine Ver-25-fachung sozusagen dieser Aktien. Und diese Gewinne kann man dann reinvestieren, zum Beispiel um selbst mehr Gold und Silber zu kaufen, das dann noch nicht seine Maximalwerte erreicht hat. Sagen wir mal so, wir kaufen vielleicht dann Gold bei 2300, 2400, Silber vielleicht bei 40. Klar, das ist schon teurer als jetzt, aber wir können dementsprechend in größere Mengen kaufen. Und in dieser Zwischenphase können wir auch von den Goldaktien erlösen, leben, ohne Gold und Silber verkaufen zu müssen. Das finde ich einen erheblichen Vorteil. Ja, Gold und Silber kriegt dann seine Maximalwert. Auch das ist berechnet worden von $8.000 und $300 heutige Kaufkraft. Das wird sicherlich nicht lange anhalten und wir müssen natürlich dann gucken, und das ist auch ein Teil dieses Reports, jedenfalls werde ich da mit Argusaugen drauf gucken, welche Investitionsmöglichkeiten bilden sich, wenn Gold und Silber die Maximalwerte machen. Das wir sozusagen den Umstieg in klassische produktive Werte, wie einfach zum Beispiel wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das beste Investment waren da auch, als die Börsen dann wieder freigegeben worden sind, klassische produzierende wertschaffende Aktien wie Daimler und sonst was. Und da gab es die ganz großen Gewinner. So in Anlehnung daran ist die 50 gemeint, also dass dieser Markt sich dann wieder erholt, die Währungssysteme sich normalisieren und ein Aufschwung, meinetwegen mit Sicherheit, mit neuen Technologien, neuen Basisinnovationen einsetzt. Ich meine, zwischen 1980 und 2000. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass diese Inflation der 1980er Jahre im Grunde genommen durch diese Innovationswelle, also die IT-Revolution, die ja, also ich glaube, Oracle wurde 1976 gegründet, Microsoft 1980, und das hat ja einen ganz großen Boom ausgelöst. Dann kam eben noch 10 Jahre noch später der Kollaps der Sowjetunion, und das war ja auch nicht unbedingt nachteilig. Also man konnte seine Dollars, die man gedruckt hatte, konnte man dadurch auch noch vielen potenziellen Nachfragern reinlegen, und damit konnte das auch Kaufkraft aufrechterhalten müssen. Meines Erachtens gab es einen Zeitpunkt, wo alleine Moskau sich mehr also gedruckte Dollars gefunden haben, als in den ganzen USA. Aber ich mag mich da irren, aber sowas hatte ich mal gehört. Wie dem auch sei, das ist mehr oder weniger verschweigen. Man kann diese Dollars nicht mehr unterbringen. Die werden sich jetzt eben früher oder später
in Gold und Goldaktien wird sich das Ganze manifestieren. Ja, und wenn man das dann so hochrechnet, dann kann man vielleicht aus jedem $200 mittelfristig, damit meine ich vielleicht am Ende 15 Jahre, 1 Million heutige Kaufkraft generieren. Weil Sie müssen ja sehen, diese Goldaktien-Rallye ist kurzfristig. Das ist jetzt irgendwie in 6 bis 8 Monaten vorbei. Bis Gold seiner Maximalwerte wird, da kann man nur spekulieren. Vielleicht geht es super schnell, wer weiß, wie 1980, da ging es ja auch schnell. Oder wie manche Statisten sagen, bis 2027, 2030 hat sie Maximalwerte. Wie dem auch sei, ähm, äh, trotzdem ändert das nichts eigentlich an der Multiplikation dieser Ereignisse. Und wenn man das so, und das Schöne, der Charme ist, man kann ja in verschiedene $200 investieren und vielleicht auch andere Investments vornehmen und so weiter und so weiter. Man kann eigentlich beliebig viele Ereignisketten aufsetzen. Und damit sinkt, je mehr man da aufgesetzt hat, das heißt verschiedene Goldaktien, nachher beim Wechsel verschiedene Standardaktien, who knows. Das heißt einfach, dass man seine Chancen doch massiv erhöht hat, davon dann zu profitieren können. Und vielleicht ist es am Ende so, am Ende braucht es nur diese eine einzige Ereigniskette von vielleicht 20, 30, die man aufsetzt, die dann so dementsprechend langfristig erfolgreich ist. Aber selbstverständlich kann man ja mehr investieren, ist überhaupt keine Frage. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren nach moderatem, hohen und sehr hohen Risiko, wenn möglich den Potenzialfaktor aus dem Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl der Unzen zu berechnen. Exit-Strategie ist auch mit bei. Wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie einen Link dazu unten in YouTube. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, dass ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber bekommt. Eine Überweisung schon ist um Zollfreilage in der Schweiz, keine Mindestinvestitionssummen. Ja, und wie gesagt, sie kamen zu jeder Zeit an Gold und Silber. Ich habe es selbst erlebt, wo sie woanders lange Schlangen gebildet haben und dann auch Abgabebegrenzung waren mit Telefonaten oder mit einer Überweisung ausgelöst hat man zu Tiefstzeiten, zum Beispiel auch während Corona, dementsprechend Gold und Silber gekriegt, ohne anzustehen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also bis zum nächsten Mal. Nochmal vielen Dank.